Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, was wir jetzt machen. Ich glaube, Funken macht erst morgen früh wieder Sinn. Ja, genau, macht erst morgen früh wieder Sinn. Ich würde ganz gern, glaube ich, einmal zum Pfandleiher und den Benzinkanister verschachern. Und mal gucken, ob der sonst noch so Sachen am Start hat. Hello. Let me know if I can help you with anything. Haben Sie eine Aufnahme vom Koldo Mamadakwa? The Koldimamadakwa? Sorry, I would never have guessed that you were that interested in ultrasonic sounds. Or birds for that matter. Ich überlege, ob ich den Job beim BMA hinschmeiße und Kryptozoologe werde. Oder ich habe Hobbys, wie alle normalen Leute, weil ich ein normaler Mensch bin. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Sie wissen, was der Koldo Mamadakwa ist. Ja, letzteres auf jeden Fall. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. That's fair. It's been a long time since my Koldimamadakwa hunting days. Once knew a group of young musicians who decided they didn't want to play music anymore and started looking for all kinds of interesting sounds instead. This was before, you know, lost touch with them after all of that. Das klingt so cool. Kommen Sie zum Punkt. Haben Sie jetzt Aufnahmen davon? Nee, das klingt überhaupt nicht cool, aber wir sagen es trotzdem erstmal. Cool or not, one of them was obsessed with recording the Koldimamadakwa. And he was one of those passionate people who know a lot about all kinds of strange things. So he got the rest of us to join in his search. We thought we did. We got together all these recordings of unusual sound patterns, compared them, cut them up and combined them into the Symphonia Koldimamadakwa. Kann ich mir das anhören? Unfortunately, I don't have any recordings from my old life. None at all. But I do have a tape with some ultrasonic sounds that might be what you're looking for. Hinter der Theke fängt er an, in seiner Sammlung herumzukramen. Do we really have time for this? Ja, das ist für meine Recherchen unabdingbar. Nein, schon gut. Es ist bloß so, dass ich den Koldo Mamadakwa draußen vor dem Whirling gehört habe. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass ich jetzt nicht der Einzige bin. Reden wir über etwas anderes. Nee, das ist schon, also das ist natürlich Unfug, aber ich will einfach mal wissen, was das Tape kosten würde. Und einfach so aus Neugier, ob wir dann mit, ich habe ihren Namen vergessen, hat sie einen anderen Namen außer Frau des Kryptozoologen? Safe hat sie einen, aber keine Ahnung, vielleicht ergibt sich da noch was. This recording comes from down the coast. Wasn't looking to record anything specific. Just left a recording device there one morning. Keep in mind, I have to slow this one down enough to make sounds well over 200 kilohertz audible to the human ear. It will be strange. Er schaltet das Gerät an. Aus den Lautsprechern ertönt ein tiefes Brummen. As the hum grows louder, modulating but always unnaturally uncomfortably low, like it's coming not from the speakers, but also from inside your chest. Breathing is becoming difficult. That's an illusion. Your breathing is just as it was and will remain that way unless you start panicking. There's a growing sense of dread. The sound is coming from inside you, but also surrounding you. It feels as though someone is standing just outside your range of vision and watching you. He nods to you, reassuringly, just as more diverse, higher-pitched sounds, some random, some appearing to form patterns, hit your eardrums. Was ist das? Gulls and skewers. But Er zeigt mit dem Finger nach oben und deutet mit dem Kopf auf die Lautsprecher.
Ein neuer, sehr hoher und zitternder Ton gesellt sich zu den anderen. That's it. The signal in the noise. The thin whisper. A low range of sounds is easier to handle with a focal point, but still troubling. You are mesmerized by the sounds, but also feel nausea welling up as the motif continues, then begins to recede, dissolving in what must be the sound of water lapping at the bank. You know, now that I've listened to it on these new speakers, it's not the cold Imamadakwa. Wrong patterns, wrong photons. Probably some insect trying to sing higher than its predators can hear. Still, fascinating, aren't they? Early morning sounds. Naja, das war jetzt wenig spannend, aber okay. Ich habe etwas zu verkaufen. Sure, let me have a look. Ich habe hier ein faszinierendes Foto von einer Leiche. Nee, eigentlich... ich schau mal in meinen Taschen nach. Anything else you're thinking of selling? Ja. Den bitte. Die Postkarten können halt auch weg, oder? Also, die bringen halt nichts, aber was will ich damit? Taschentuch, das dir Lieutenant Kitsuragi gegeben hat. Wann war das denn? Kann ich mich null dran erinnern. Oh, das Gewehr. Es ist kaputt, ne? Also da machen wir halt eh nichts mehr mit. Das wären halt auch nochmal 11 Real. Die Postkarte nochmal weg. Den Würfel will ich auf jeden Fall behalten. Der ist auch sowieso hier nichts wert. Aber dann haben wir erstmal genug, um heute das Zimmer zu zahlen. Und haben auf jeden Fall das Gewehr und die Kugelstoßkugel noch so als Backup für morgen. Das ist doch fein. So, ich habe hier ein faszinierendes Foto von einer Leiche und wir zeigen ihm das Foto. Oh, no. I don't like those kinds of objects. No sale. Wissen Sie, was die Tätowierungen bedeuten? A photic path, counter-radiance network, anti-magnetism. It's darkness. That's all I know. Sell me something lighter. Gut, dann habe ich im Moment nichts. Another time, perhaps. Ja, vielleicht wann anders. Ich muss mich jetzt aber erstmal um etwas anderes kümmern. Bis dann. Was geht denn hiermit eigentlich? Wow, a very large red t-shirt with an impressive print stands out from the other garb. Ach ja? Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him are the words, Hyundal burning. Okay, ist einfach ein Hyundal-Shirt. Okay. Du riechst an dem Shirt. Smells like worn cotton and a little old sweat there. Worn cotton with a side of flea market or trash bin. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't have you leaving your photon emissions in the fabric of things you're not going to buy. You're not imagining it. Photon emissions? What is he talking about? Wie viel wollen Sie denn für das T-Shirt? 2 Real. That's dirt cheap. In der Tat. Können Sie es mir dann nicht auch einfach kostenlos geben? But why? Vielleicht könnte ich auf eine andere Art und Weise dafür bezahlen. Weil ich pleite bin. Ein Bulle, so arm wie eine Kirchenmaus. Naja, nachdem wir gerade Sachen verpfändet haben für irgendwie 11 Real oder 12, hätten wir die 2 wohl über. Aber ja, vielleicht könnte ich auf eine andere Art und Weise dafür bezahlen. I deal in goods, not services.
Körperapparat und Schauder. Ich wüsste gerade nicht, wo wir noch mehr Körperapparat bräuchten. Ich finde es super, dass wir -2 Autorität auf das Ding haben. Weiß ich noch nicht. Ich behalte mir das mal offen. Sonst dann nichts, ne? All other shirts pale in comparison. Okay. Okay. Ich meine, plus Körperapparat haben wir hier drauf halt auch und das wird halt in den gleichen Slot gehen. Also von daher bringt uns das nicht so viel. Schauder können wir über den Mantel holen. Schauder haben wir auch, glaube ich, gar nicht so wenig. Ja, Shiver haben wir halt 4. Das ist schon okay. Haben wir noch einen Stat-Punkt? Wir haben noch einen Stat-Punkt. Wollen wir mal spaßeshalber noch einen Punkt in Wahrnehmung stecken und gucken, ob wir mit der Leiche im Kühlschrank weiterkommen? Und sonst einfach sagen, fuck it und sie wegschicken? Das wäre, glaube ich, jetzt so einfach der Punkt, wie wir weiterkommen. Weil sonst fühle ich mich auch schon wieder so halbwegs stuck. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ein Punkt auf Wahrnehmung ist total übertrieben, aber lass mal machen. Sehe ich mich? Moment. Zurücksetzen. Lass vorher mal gucken, ob das das ist, was ich wollte. Aber ich glaube, das ist das Richtige, oder? Eisbergkühlschrank. Das ist total das mit Wahrnehmung. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier Hinterhofmauer noch machbar ist. Und Müllcontainer. Ich bin mir halt echt nicht sicher, was dieser ganze Kram ist. Tja. Aber okay, Wahrnehmung it is. Sehe ich mich ein bisschen. Wir werden ja auch nüchterner. Da können wir realistisch betrachtet einfach schon noch ein bisschen Wahrnehmung haben. Also mehr Wahrnehmung bekommen. Ja, Karte und jetzt geht halt Eisbergkühlschrank wieder. Danke. Got it. Dann raus hier. Achso, Moment. Sehen wir jetzt vielleicht noch was anderes hier? Ne, das sind genau die gleichen Sachen. Oder? Warte mal, was war das hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Okay, dann brauchen wir Mechanik für. Aber halt wirklich auch eine Stat-Änderung, ne? Nicht einfach eine Kleidungsänderung. Nicht, dass wir was hätten, was plus Mechanik geben würde, oder? Oh, die Handschuhe. Aber das macht jetzt, glaube ich, keinen Unterschied dabei, oder? You see rows of Ah, toy nee. soldiers. Das macht kein... Gott, ich bin viel zu verpeilt. Von der Vitrine weggehen, Handschuhe wechseln. So, und jetzt raus hier. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt halt bei der Leiche nicht noch was extra wahrnehmen, dann so be it. Aber guck mal, mit einem Punkt Wahrnehmung mehr. Da unten ist irgendetwas. Okay. Aber... Okay, aber... Aber das dann noch alles? Oh, was haben wir denn da? Ja. 2 real knapp. Okay. I'll take it. Bin ich fast gewillt, das Mann von Hemdal T-Shirt zu kaufen. Wo will ich gerade hin? Ich laufe völlig falsch. Also ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber hier vorne lang ist einfach schneller. It is faster. So, hier rein. Mich nervt's immer noch, dass das Ding halt... This orange machine is dead still. You slip your fingers under if you want to try again.
Equip the pry bar. Ja, danke, weiß ich doch. Weiß ich doch. Ich dachte, ich krieg nur vorher schon einen Hinweis. Und was ist der Check? This orange machine. Körperapparat. Okay, in that case, das Ding. Das ist das Einzige, was Körperapparat gibt, ne? Wir haben inzwischen so viel Stuff einfach. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. Wir brauchen was anderes als die Brechstange. Die ist es halt einfach nicht. Die ist einfach nicht stabil genug. Wir bräuchten eine andere Brechstange oder irgendwas in die Richtung. Gut, aber eigentlich... Na, wollten wir hier hin. The bear's eyes are still glowing red. It's guarding over the freezing corpse hidden inside its belly. 58%. Jetzt oder nie? You touch the dead man's Ja, body. okay. His skin is cold, light blue and silvery in the light of the fridge. You still have no idea where to begin, or what Search. to even do with him. It'll come to you sooner or later. At least he's safe here until then. Erzähl mir was, Toter. Shoot, Looney Rooney. Bei der Leichenschau hast du erwähnt, dass du uralte Geheimnisse kennst. Oh yes, Kobo mi Lobo. In the gift horse's mouth. Tracts and wakes and waterways. Ancient materials buried. Von mir aus, aber wohin, Bruder? Just a small gulp away, my beloved Kobo. A small gulp away. Come back later, Kobo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dream. Ja, maybe not. Wir haben nochmal +1 Durchschauen in den Mund bekommen. Ich dachte, erzähl mir was, Toter ist einfach was anderes. Aber hey, wir haben... Also, dann nochmal. Your arms reach out and your eyes close, as if by their own volition. It's dark all around. You feel cold, slippery flesh, first with your fingertips, then under the palm of your hand. Was ist das? His face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips. Like a spider, your hand crawls over his features. Everything is silent. Oh Gott. Deine Finger krabbeln in seine Nasenlöcher. Du steckst deine Finger in seinen Mund. Du drückst seine Nase zusammen. Ich stecke meine Finger in seinen Mund. I guess. The oral cavity is cold and moist. A ball-like tongue attaches itself to the base of the mouth, lolling around like a scallop. Ugh. You're on the right track. Du spielst mit ihr. Es fühlt sich richtig an. Du öffnest die Augen und siehst nach. Nein, du berührst etwas anderes. Aber Innenleben sagt, wir sind auf der richtigen Spur. Also öffnen wir die Augen und sehen nach oder spielen wir ein bisschen mit ihr? Es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich nicht gut an. Aber richtig. The tongue moves freely in the cavity. The mucus of the mouth is slippery, delicate to touch. From the soft meat, teeth are budding. Hard pearls of bone in the gums. And in the back of the mouth. Can you feel it? You're so close. Rip his jaws open now. Look in. Du öffnest die Augen und siehst nach. A vision of black and dark red death
pried open by your naked hands and studded with teeth. Looks like he's laughing. Death fumes rising from the throat, and there, in the back of his mouth, above the bell of the uvula, right in the soft palate, you see a hole, barely visible to the human eye. It is swollen shut, almost vanished. No larger than 0.4 centimeters in radius, the edges appear darkened. An abrasion collar. This is what we're after. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich sag, scheiße, ja. Keep going. Du berührst den Ring sanft mit deinem Finger. A black trickle of liquid runs into his throat from the wound. Du steckst den Finger in die Wunde. Oder in die Flüssigkeit? Ich weiß es nicht. Your index fits right in there. A tight tunnel of flesh opens up. Tissue damage. Wide enough for 2 fingers. As you push both in, you reach through his mouth, right into his brainstem. Moment, in sein Stammhirn? Yes, that's what this part is called. You've seen the drawings. You've studied them. Ich taste erst einmal alles ab. Boah, Gott, ist das widerlich. The basal ganglia feels clumpy. What entered here has torn apart his reptilian complex. This man will never sleep again, never wake. The funk soul brother at the back of his head has gone dark forever. Dann schieben wir die Finger mal weiter hinein. Your fingers slide into the remains of his limbic system. There is no resistance. It's gelatinous. The slug-like structures are damaged too. The tearing extends deep into both hemispheres. Oh Gott. The undulations of the limbic system have ended. All is quiet. Oh Gott, boah. Oh, ich stelle mir das leider einfach alles gerade sehr, sehr, sehr bildlich, beziehungsweise sehr, ja, ich stelle mir so ein bisschen das Gefühl an den Fingern vor und es ist einfach so. Aber da ist ein Hohlraum, oh Gott, ein Einschnitt zwischen den Gehirnhälften. Oh. The lieutenant answers with the sound of his pen on paper. Du schiebst deine Finger weiter hinein. Your fingers are all the way in now, reaching toward the inside of his skull. The cavity goes further, but the entry wound isn't wide enough for the rest of your hand to follow. All the muscles in your body harden. Time to enter him. Du schlägst ein Loch durch seinen Mund oder du schlängelst deine Finger weiter hinein. Aber wir können unsere Finger ja nicht weiter hineinschlängeln, oder? Also ich meine, die sind bis zum Anschlag drin. Weiter wachsen werden die wohl nicht. Aber ich will den Mund eigentlich nicht beschädigen. Also, aber wenn wir die Option haben, ich probiere es. Your fingers reach toward his skull. His cerebral cortex feels like jelly. Cold jelly. Strange fluid streams down your wrist as you push deeper until you feel it on the tip of your finger. Sharp, serrated material. The edges cut right into your skin. Oh. The pain is barely noticeable under the adrenaline rush. Ey, wir haben Mechanik 2, das ist halt ultra scheiße. Hätte ich mal die anderen Handschuhe an. Ich spüre einen festen Gegenstand direkt unter dem Schädel. Can you get to it? Du inspizierst zuerst den Schädel. There's a tiny crack, a protrusion in the cranium, right in the back of his head. Your finger must be pointing straight at it, from the inside. The object that is in there stops just short of the skull, in the encephalus, knocking this tiny fracture into the cranium. We have the makings of a very small exit wound here.
Wenn ich jetzt sage, nein, das ist zu viel, kann ich dann die anderen Handschuhe anlegen mit +1 Mechanik und es dann, also, weil rote können wir halt nur ein. Ah, okay, wir haben jetzt aber 72%. Damn, Alter, hätte ich mal die anderen Handschuhe an. Ja, fuck it. Shit. You push your hand further in. Whatever is in there keeps rolling between your fingers as you beckon it to come out. Können Sie mir helfen, Lieutenant? Out comes his small folding knife. The lieutenant moves its blade across the man's skull, searching for the exit wound. Da, mit einem Nicken deutest du auf die Vorwölbung. Withdraw your hand 4 centimeters, please. Du ziehst deine Finger zurück und nickst. With a crack, he punches the knife in the skull. Then, one more time, and one more, until the bone comes loose, like eggshell. Inside, you feel the jelly move from his poking. Oh Gott. Can you push it out? Drücken wir mal. A small flower of metal blossoms from the man's head, followed by your finger. A bullet. Unknown caliber. Rifled. You may remove your hand from the victim's head now, officer. Well done. Here is your prize. Er lässt die Kugel in eine Asservatentüte fallen und gibt sie dir in die Hand. Jene Hand, die nicht voller Blut und Hirnrinde ist. We need to add an item to the injury list. Injury number 4. Oval entry wound with an abrasion color. Soft palate, back of mouth. High velocity. Temporary cavity in brain tissue. Small exit wound on the occiput. How does that sound? Moment, ich muss das nochmal durchgehen. Hohe Geschwindigkeit, temporäre Wundhöhle im Hirngewebe, kleine Austrittswunde am Hinterhauptbein. Ist Hinterhauptbein richtig? I think so. Wie hört sich das an? Du sagst nichts und nickst nur. Opinion, fatal injury. Verdammt richtig. Hatten wir uns das nicht letztes Mal auch gedacht? That was then. This time we have extensive tissue destruction away from the wound track. This time we have a bullet. Stimmt. And one last thing. We should amend injury number 3. Ligament mark. New opinion, non-fatal. Post-mortem. Treatment. He's proposing the bullet was the real cause of death, and the hanging an attempt to conceal this fact. Die Strangulationsmarke, das gebrochene Zungenbein. Alles Manipulation. Yes, and the belt around his neck. The hanging. Even dragging him to the yard. All of it was done after this man was already dead. Ziehen wir hier nicht voreilige Schlüsse? I've had this doubt since you showed me the tracks, officer. We could not account for why they carried him over. Why not march him? There was no satisfying explanation. Ist was dran. There have been other signs too. Small details. Everything is too neatly designed for us to assign probable cause here, as we did, full-heartedly. Well, no more. Finde die Kugel, bevor du hereingelegt wirst. Okay. Das heißt, wenn wir die nicht finden, also wahrscheinlich würde sie, wenn wir sie halt zur Obduktion schicken, nochmal gefunden werden, vermute ich, aber da haben uns dann maybe die Hardy Boys schon reingelegt. Ich weiß es nicht. Aber ja, ist schon alles sehr konstruiert. We almost fell for it, he thinks. Almost. Wer sollte denn so etwas machen? Warum sollte jemand so etwas machen? Oh, ich glaube, ich muss mich waschen. Vielleicht hält die Kugel mehr Antworten bereit. Erstmal, warum sollte jemand sowas machen? To hide something. The real killer? The real motivation? What really happened here? Und wer sollte sowas machen? That's for us to find out. But this
It will make finding them just a little easier. Vielleicht hält die Kugel mehr Antworten bereit? Yes, we should take a closer look at it. I am certain it has more to tell us. This little thing could reveal much about the weapon that shot it. Oh, ich glaube, ich muss mich waschen. Oh, you really, really do. I am glad to hear you say that. Your room in the Whirling in Rags should come with a bathroom. Be sure to make use of it in the evening. Neuer Auftrag. Okay, schön. Was ist jetzt der nächste Schritt? We bag the corpse and carry him to the holding pen of my kinema. I can transport him to processing myself, but I will be gone for the rest of the day. Sie werden beschäftigt sein? Was soll ich in der Zwischenzeit machen? Work on the case. Tend to personal matters. Try not to do anything too dangerous. An officer needs backup in a neighborhood like this. I'll leave that choice to you. And one more thing. Great work, detective. Wow. Danke. The word lingers in the air of the basement. Far away, ice cream makers are buzzing, and the sea wind blows outside. Detective. After you bag the corpse, Lieutenant Kitsuragi will leave the party until tomorrow morning. You can do side tasks and even the main case, but it might be more difficult. Plan his exit accordingly. Ja, aber ist voll gut. Dann kann ich danach auf jeden Fall erstmal mit Joyce über das Pale sprechen. Wenn er weg ist, das ist halt voll der Deal. Gehe ich mich erstmal waschen, dann spreche ich mit Joyce. Das klingt doch fair. Töten wir ihn ein, Kim. Schaffen Sie ihn weg. Alright. Er holt einen glänzenden schwarzen Leichensack hervor und beginnt damit, das Plastik über den Kopf des Toten zu ziehen. There go those beautiful enamel boots. You will never own the full set now. May they rest in processing. Das ist okay. Damit hatten wir uns ja schon abgefunden. I will need a little help carrying him. You take the hands, I'll take the legs. Du steckst die Leiche in den Sack und schleppst sie zum Motorwagen. Damn, Alter, der Punkt in Wahrnehmung hat sich voll gelohnt. Das war einfach absolut best case. So, wir haben noch einen Punkt über, den will ich aber erstmal nicht ausgeben. Wir haben die deformierte Kugel. Die Kugel ist beim Aufprall aufgepilzt. Ich wusste nicht, dass das ein Wort ist, aber okay. Nun sieht sie eher wie ein ausgefallener Jackenknopf aus, statt wie etwas, das Haut, Fleisch und Knochen durchdringen könnte. Wir können mit ihr interagieren? Ich weiß nicht, ob ich das will. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet was found. Ich hätte so eine Idee, wem wir das eventuell zeigen könnten, auch wenn das vielleicht gar nichts bringt. Weiß nicht, aber probieren können wir es ja mal. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad, like a tiny, shriveled head of cauliflower. Was mache ich jetzt bloß mit dir? The squished little thing has no idea. I know. You should find the gun that shot this bullet. Ich esse sie. Nein, ich werde die Kugel auf gar keinen Fall essen. Ich suche nach der Waffe, die sie abgefeuert hat. Ich verkaufe sie gewinnbringend. Sie ist mein Freund. Ich werde anfangen, mit ihr zu reden. Sie wird mir Gesellschaft leisten. Oh, ich möchte einfach das nehmen und gucken, ob die Krawatte darauf antwortet. But bullets don't talk. Yeah, what are you, crazy? Bullets can't talk. They don't have emotions. A bullet can't keep you company. Ah, sehr schön. Ich hatte vielleicht gehofft, dass die Krawatte ein bisschen eifersüchtig wird, aber okay, it's fine. Dann suche ich mal nach der Waffe, die sie abgefeuert hat. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, was passieren kann? Dass wir unseren Revolver finden und feststellen, dass das die Waffe ist, die diese Kugel abgefeuert hat. Und ganz ehrlich, inzwischen würde es mich nicht wundern. That sounds like something a police detective would do. First, you should learn all you can about this little guy. Then find the gun that shot it and the person that gun belongs to. He used it to kill your victim. Neato.
Du inspizierst die Kugel genauer. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Du siehst dir den Mantel an. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. Und der Kern? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. Far away, Lieutenant Kitsuragi is flipping through stations in his Kanima. He is not here examining the bullet with you. He should be. He would find this very intriguing. Mention it to him later when he's here. Okay. Dann betasten wir die Kugel doch nochmal. Ja, das dachte ich mir tatsächlich auch schon, dass es total sinnvoll wäre, wenn Kim dabei wäre. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. Gut, die Kugel hat vorerst nichts mehr zu sagen, denke ich. Das war quite interesting. Finde die Mordwaffe, wasche den Leichengeruch ab. Ja, wasche den Leichengeruch ab ist jetzt auf jeden Fall eine Sache, die ich machen möchte. Und vielleicht mein Zimmer bezahlen. Und wenn Kim wieder dabei ist, will ich auf jeden Fall die Hardy Boys ansprechen auf das, was wir wissen. Aber vielleicht ist das ganz gut, wenn wir das morgen machen. Die Hardy Boys noch ein bisschen in Sicherheit wiegen. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. We'll see. Can I help you? Ja, ich würde gern Got the 20 real? mein Zimmer bezahlen. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. How could anyone forget, asshole? Die beiden finde ich immer noch weird. Aber hey, zumindest ist die Leiche weg. Mal gucken, ob Kuno jetzt noch hinten ist. So, machen wir die Tür zu. Dann benutzen wir mal die Badewanne. Oh. Worte vermögen nicht zu beschreiben, wie widerlich es hier riecht. Oh, sie hätten einen Dichter schicken sollen. This is not the cleanest bathtub in the world, but it's cleaner than you are right now. Ah, that soap scum smell. It smells like life, at least compared to you. Ich will für immer mit dem Leichengestank leben. Memento Mori und so. Nein, will ich auf gar keinen Fall, Alter. Also, nee. Wir sind zwar auf dem Mensch zum auf dem Menschen zum wirklichen Wrack. Auf dem Weg zum menschlichen Wrack, aber nein. Eher durch interne Einflüsse, nicht durch externe Einflüsse. The bathtub slowly fills with water. The water beckons. Du ziehst dich aus, schließt die Augen und tauchst unter. Ich wette, wenn wir wenig Moral hätten, hätten wir eine sehr gute Chance, einfach jetzt so einen leichten Nervenzusammenbruch zu kriegen und zu ertrinken oder so. Vielleicht haben wir das auch so. Who knows? The water is only lukewarm, but still comforting, like amniotic fluid. A few beer cans are bobbing up and down along your flanks, like sad duckies. You feel nice and lonely, and so tired. Wir lassen die Bierdosen in der Wanne. The cans continue to bob, as do your thoughts, aimlessly splashing up against the sides of the tub. They're not even really thoughts, just assorted sensations, none of them acute enough to focus on. Wir haben noch nicht so viel Zeit verbraucht. Ich bleib noch ein bisschen länger in der Wanne. Your fingers grow pale and are covered with tiny whirls as the water cools. Okay. What are you doing? You're not some fat fish in a fucking aquarium.
time to get moving. Ich versuche mir mal etwas vorzustellen. You see the corpse. You can still smell the cadaver on you. It's going to take more than one bath to get rid of that stench. Then, houses along a narrow street. A video rental. Darkness on the planet's curvature. Okay. Gut, da wir nicht mehr machen können, steigen wir mal aus der Wanne. The waterline recedes as you stand. You are cold now. Your clothes stick to your still moist skin. Haben wir kein Handtuch? Offenbar nicht. Na, schlafen werde ich jetzt nicht können, oder? Was ist denn das da? Das ist neu. Glaube ich. Leere Tonbandspule. Okay. Diese Spule enthielt einst ein Tonband, doch es wurde in einem Wutanfall zerstört. Irgendjemand muss am Lied Etienne's gehörig etwas gestunken haben. Auf dem Etikett steht, dass es im Jahr 43 aufgenommen wurde. Sag mal, aber müssen wir das noch überspielen? Oder haben wir das Tonband einfach? The bed is still cold. Okay. Gut, dann haben wir das wahrscheinlich einfach und können es mit der Karaoke-Maschine nutzen. Probably. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. It's your face in the mirror, adorned with the expression. Wir könnten versuchen herauszufinden, was den Blick verursacht, aber mit Enzyklopädie 3 können wir das, glaube ich, vergessen. Haben wir irgendwas, was plus Enzyklopädie gibt? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall haben wir keinen Malus darauf. Was ist denn das? Lila, ne? Nein. Gut, dann gehen wir erstmal wieder. Also, und machen vielleicht unsere Tür zu. Ich stelle mir gerade vor, wir hätten einfach unseren zweiten Schuh nie gefunden und würden einfach seit quasi 3 Tagen hier so rumlaufen. Gott, es klingelt an der Tür. Ich bin sofort wieder da. Alright, sorry für die kleine Unterbrechung. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten mit Joyce sprechen, ne? Wollten wir noch was anderes machen? Ich glaube erstmal nicht. Ich könnte wahrscheinlich noch mit denen reden, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Und wenn Kim jetzt nicht da ist und wir nur noch Zeit haben, das ist wahrscheinlich tendenziell, also je nachdem, wie viel Joyce jetzt redet, vielleicht auch was für nächste Folge, würde ich einfach nochmal auf die andere Uferseite gehen und gucken, ob wir da noch ein bisschen erkunden. Aus der Lüftungsöffnung strömt der Modergeruch eines... Danke für den Text darüber. Ich glaube Kartoffelkellers oder so. Ich hatte überlegt, ob wir ihm die Kugel zeigen können, aber es bringt wahrscheinlich einen Scheiß, oder? Officer! God damn it. Pull yourself together, René. What do you want? Wir können ihn auf jeden Fall über das Gewehr fragen. Das machen wir einfach mal. Können Sie mir etwas über dieses Gewehr erzählen? Du präsentierst ihm, oder den beiden, die antike Schusswaffe. It's a Bell McGrave. 4.46 caliber. Breech loading. Revachol made. Good weapon. Accurate and reliable. This one's inoperable. The bolt spring is missing and the mechanism is jammed shut. Still a beauty. Where did you find her? Sagen wir ihm, wo wir sie gefunden haben? In dem Keller da drüben. Du zeigst auf den Buchladen.
Tut mir leid, aber diese Information kann ich nicht preisgeben. Was meinen Sie, gefunden? Das ist mein Gewehr. Ich trage es stets bei mir. Es gibt viele Gewehre, aber dies ist meins. Ich bin gespannt, was er über den Keller zu sagen hat. Ich sage ihm das ruhig mal. Ja. Angesichts der Tatsache, dass das ein sehr altes Lager war, also beziehungsweise alles alte Waffen, ja, spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass wir ihm das sagen. Also es wird... Ich glaube, das ist eher so Worldbuilding und gehört mit zur Geschichte von Martinez oder Revachol und wird wenig mit dem aktuellen Fall zu tun haben. Deswegen denke ich, ist es okay, ihm das zu sagen. I'm not surprised. There are probably lots of forgotten wartime weapons lying around here. Back in the day, everyone had something stashed away. As for the rifle, I don't know what else to tell you. These BM-446s are an antique. No one uses them anymore. The ammunition is impossible to find. Okay, das hat hierauf leider keinen Bonus gegeben, aber sei es drum. Wenn ich recht verstehe, hat Jean-Marie Ihnen viel bedeutet? Ist es eine gute Idee, ihn darauf anzusprechen? Ich denke nicht, aber ich tue es trotzdem. There's nothing for you to understand here. It is not her death you are investigating. Waren die Umstände Ihres Todes denn in irgendeiner Weise ungewöhnlich? Absolutely not. She died of pneumonia in her bed at the age of 79. This is highly usual. Wo wurde das Foto von Ihnen beiden denn aufgenommen? Revachol Fair of 91 in the Thorberg district. A parade was held to honor Guillaume Le Lion's name day, and the Carabineers marched in the place of honor. Auf dem Bild sahen Sie glücklich aus. Sie haben gelächelt. This was the happiest day of my life. Er sagt es auf solch eine endgültige Art und Weise, dass jeder Zweifel ausgeschlossen ist. Was ist zwischen Ihnen, Gaston, und Jean-Marie passiert? Ja, aber das wissen wir doch eigentlich, oder? I was 22 when I returned from King Guillaume's Akira operation in the south and found my sweetheart in the arms of this wretch. I won her back, but while I was dealing with some issues. You were like a dark cloud sucking the joy out of every living thing around you. And you hurt her. Dark cloud. That sounds unpleasantly familiar. Er blickt hinunter auf seine Stiefel und bewegt seine Lippen, ist jedoch nicht zu verstehen. Those days and memories are gone. Er nickt und sieht René mit etwas an, das Mitgefühl ähnelt. The old soldier says nothing, but when his glance quickly runs over Gaston's face, there's an odd look in his eyes. Okay. Vielen Dank für Ihre Zeit. Okay. Das hat uns nicht wirklich was Neues mit auf den Weg gegeben, aber wer weiß, wofür es mal gut ist. Boah, jetzt wo wir so viel Wahrnehmung haben, will ich gerade gefühlt nochmal überall hinlaufen, aber ich glaube, so viel bringt das gar nicht. You're back. Good. What can I help you with? Ich würde gerne noch ein paar Fragen zur Realität stellen. More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Jetzt sind wir allein, also was ist das Grau? Are you sure you're sure? Your colleague seemed adamant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sicher bin, aber ja, was ist das Grau? Okay. The pale is the most dominant geological feature of the world, Detective. The separative tissue between the islas. It is the inter-islary mass.
Moment, was ist eine Isola? Also eine Insel halt, aber ja, was ist in dem Fall eine Isola? Isola is a Messinian word for a continent of matter, enveloped on all sides by the Pale. Also, isolation, or landmass. We used to believe there was only one. In the last 4 centuries, we have discovered 7. Okay. Windy, Seol, Samara, Ilmara, Grad, Katla, and this, Insulinde. Und Insulinde ist... An oceanic isola. It comprises mostly of water. Muindi is the largest, Katla the coldest, Insulinde the bluest. What can I say? Each is perishing and dear. Okay, also sind... also... Ich hätte erst gedacht, es wären alles so Kontinente, aber offensichtlich, wenn Insulinde halt zum größten Teil aus Wasser besteht. Also ist es... Also ist es halt nicht wie die Kontinente, die wir kennen. Also nicht Landmasse und dazwischen ist Wasser, sondern es sind halt Weltflecken aus Wasser und Land und dazwischen ist das Grau. Okay, und wie muss ich mir das Grau vorstellen? Ich kann es tatsächlich auch selber noch nicht so ganz greifen. Achromatic, odorless, featureless. The Pale is the enemy of matter and life. It is not like any other, or anything in the world. It is the transition state of being into nothingness. Okay. Gott, ich habe so viele Fragen. Ist es hier? Du siehst dich um. No, Detective. We're safe. It begins there, 6,000 kilometers to the north, and even more to the south, east, and west. You are in the middle of the Isola. Okay. As your gaze instinctively turns north, a small black pit opens up in your stomach. Ich bin 6.000 Kilometer vom Ende der Welt entfernt? Yes. That is enough. Many cities are built much closer. Und du zeigst nach Norden. Was ist dort? An uproar of matter, darling. Rising into the Pale. Rolling. Evaporating even. A great vision. The area of transition between the world and the Pale is called Porch Collapse. Okay. Also... Wait. Imagine a grey coronal mist. Cold vapor marked by spores of an opportunistic microorganism. A mold that's adapted to grow at the edge of the unrest. It's the most disco thing you will ever see. You hear your pulse rise. The air feels caustic and cold suddenly. Wenn wir vom Grau umgeben sind, wie gelangt man dann von einer Isola zur anderen? Oh, it is so difficult for us. A squall of birds. Hardware operating in the harbor. Firm. Self-evident. It is possible to force dimensions on the Pale. In modern times, we can even compress its latitude, bouncing radio waves from one end to the other, shortening the path. Okay. But it is still hard for humans to navigate the Pale without getting lost, or having our minds damaged. Und welche physikalischen Eigenschaften hat es? It's difficult to describe, or even measure. Something whose fundamental property is the suspension of properties. Physical, epistemological, linguistic. The further into Pale you travel,
the steeper the degree of suspension, right down to the mathematical. Numbers stop working. No one has yet passed the number barrier. It may be impossible. What the actual fuck? Okay. Ich meine, wundert mich gar nicht, dass das Grau geistige Schäden verursachen kann, aber wir fragen sie jetzt trotzdem mal. Extensively. Und wie? Some say the damage stems from extreme sensory deprivation. Others argue that Pale somehow consists of past information that's degrading, that it's rarefied past, not rarefied matter. Ooh. They call it the blend over of the self. The Pale does not only suspend the laws of physics, but also the laws of psychology, maybe history even. The human mind becomes over-radiated by past. Wie fühlt sich diese Strahlenüberlastung an? It feels terrible. Absolutely terrible. International standards strictly limit civilian travelers to 6 days of Pale exposure per year. Wait, man kann einfach als Zivilist ins Pale reisen, so touristisch? Wait, what? It's more for her. Way more. Sie selbst sind aber keine Privatreisende, oder? No, Lieutenant Dubois. I'm entreprenetic business class. I'm cleared and trained for 22 days of Pale transit annually. Hä? Das ist doch die gleiche Frage, die wir eben schon mal gestellt haben. Sie selbst sind aber keine Privatreisende? She's looking out toward the sea. What at? It's hard to say. She's over-radiated. And then some. Hä? Okay, ich glaube, das war einfach ein Anzeigebug. Extensive. Some say they call it. It feels terrible. It's more for her. Way more. No, Lieutenant Dubois. I'm entreprenetic business class. I'm cleared and trained for 22 days of Pale transit annually. Sind Sie grau verstrahlt? Up to my gills, officer. An acidic smile on her lips. It's getting worse every year. Was ist Anthroponesie? Entreprenetics is the scientific study of the Pale, or a recent iteration of it by way of Grad. The study of the Pale reaches back 6,000 years. The Pericarnassians called it the Western Plain. Die Zahl 6000 wiederholt sich hier. Zufall? Maybe. Haben Sie durchquert, die Westebene? There are signs of pre-modern crossings. Successful navigation of the Pale relies not just on technical know-how, but intensive psychological preparation. Some of these tactics have been known for thousands of years. Was hat die Anthroponetik dann verändert? Nothing. We remain powerless before the Pale. The only real advance in Pale transit is the speed with which an aerostatic craft can pierce it. Less exposure leads to less effects later. Ein aerostatisches Schiff? Hybrid airships, Detective. Conventional rotors or jet engines no longer add velocity after the point of reference for motion is suspended, once you've crossed from near Pale to far Pale. Ugh. In essence, we throw them in and they come out the other end, if we throw them precisely. Und wenn wir das nicht tun? Then they don't. Gone, like a skipping stone beneath the surface. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Frage, aber wie viel Grau gibt es im Verhältnis zur Welt? The Pale outweighs reality 2 to 1. There is more Pale than there is matter, and the ratio is slipping.
A, wie hat man das festgestellt? Und B, sind wieder an dem Punkt, was ist außerhalb des Graus? Ich bin verwirrt. Oder ist, ich habe gerade noch eine andere Theorie, aber gucken wir gleich mal. In welche Richtung verschiebt es sich denn? Zu unserem Nachteil, oder? What do you think, Detective? Es verschiebt sich zu unserem Nachteil. Das Grau wächst und wächst. Precisely. One of the few measurable effects of the Pale is that it is expanding at an unknown rate. Ich versuche gerade das Konzept davon auf irgendwas Existierendes zu übertragen, so als wäre das Pale, also das Grau, einfach das Weltall und die Isolars wären halt Planeten, aber das trifft's halt auch nicht, weil das Weltall ja nicht unsere bestehenden physikalischen Gesetze auflöst. Also es ist eher sowas wie, ja, ein Eintritt in ein Paralleluniversum, die Quantenebene, in, keine Ahnung, in irgendwas, was unser Gehirn nicht greifen kann. Meins zumindest gerade nicht. Ich muss gerade irgendwie so ein bisschen an Event Horizon denken. Ich weiß nicht wieso. An intuitive conclusion of that development is that one day the Pale will cover everything. But this sort of talk is mostly left to extremists. Das ist ganz und gar nicht extrem. Das wird passieren. Most people, and indeed most private and government sector organizations, entire civilizations and religions even, find handy ways to ignore or downplay that knowledge. I suggest you do the same. Off we go. You see the hanged man's mouth open. Fort in die Wildnis des fernen Graus. One and all. They say pale is death, but for the universe. Okay, also ist das Universum schon auch, also ist das Pale einfach Teil des Universums? Why should we just leave and the world get left behind? Das ist alles super weird. Okay, lassen Sie, also eigentlich will ich viel mehr darüber wissen, aber ich kann Sie nicht nochmal fragen. Lassen Sie uns bitte zur Realität zurückkehren, ja? Yes, sweet reality. But before we do, tell me, Detective, is this the first time you're hearing this? Do you really not remember anything? An gar nichts. Ich erinnere mich an gar nichts. Nur an alkoholische Dämpfe und Bewusstlosigkeit. Manchmal nehme ich vage Schatten einer Vergangenheit wahr und diese Vergangenheit ist nicht gut. Ich bekomme langsam ein Gefühl dafür, wer ich bin, aber nein, ich wusste nichts von alledem. Das Letzte trifft am ehesten die Wahrheit, um ehrlich zu sein. Die Frage ist, will ich ihr die Wahrheit sagen? Tatsächlich möchte ich ihr das aber im Moment gerade eher sagen, als ihr zu offenbaren, dass wir unsere Vergangenheit nicht gut finden. Ich meine, es ist offensichtlich, aber ja, ich bekomme langsam ein Gefühl dafür, wer ich bin. Aber nein, von dem Ganzen, dem Grau, dem Pale, davon wusste ich nichts. Beyond curious. Tell me, what do you think of the Pale? Wow. Es ist furchteinflößend. Sie hatten recht, es ist Disco. Es wird allem Leben ein Ende setzen. Schon die Tatsache unseres Fortbestehens zeugt von unserem gegenseitigen Vertrauen. Was? Nur sofortiger, totaler und gnadenloser Kommunismus vermag seine Ausbreitung zu stoppen. Was? Es ist eine mächtige antikommunistische Kraft. Vielleicht eine zu mächtige. Aber immerhin, sie haben es verdient.
Ja, ich mache mir Sorgen. Ich muss sagen, dass das Grau auf mich keinen besonders liberalen Eindruck macht. Ich habe keine Ahnung, wie Sie ich habe keine Ahnung, wie Sie alle trotz des Graus überlebt haben. Das ist eine große Leistung. Wer bin ich denn, dass ich irgendetwas davon erhalten soll? Ich hätte gern so eine Antwort wie, es ist furchteinflößend, aber faszinierend. Aber da wir hier nichts haben, das sagt, das Thema ist faszinierend, gehe ich mit furchteinflößend, weil ja, halt etwas zwischen Welten zu wissen, eine Masse, eine Ebene, ein was auch immer, die alle bekannten Naturgesetze quasi aufhebt ab einem gewissen Punkt, ist what the actual fuck? Das ist scary as hell. In ihren Augen liegt plötzlich Anspannung. Um sie herum treten Krähenfüße auf. Sie beobachtet dich, deine blutunterlaufenen Augen, dein aufgeschwemmtes Gesicht. Your ailing constitution, sweaty forehead, the beads there, and your heavy breathing. You really didn't know. This does not spell good for the investigation, Detective. If you don't know even this, then... Sie stoppt mitten im Satz. Ich kriege das hin, ich habe es unter Kontrolle. Die Ermittlungen werden mein Meisterstück. Ihretwegen wird man sich dann an mich erinnern. Das verspreche ich. Ja, ich bin bei den Ermittlungen wirklich ins Schleudern geraten. Das wird in einer beschissenen Katastrophe enden, garantiert. All diese Leute werden sterben. Ich denke, wir geben ihr die realistische Einschätzung, dass wir das hinkriegen. Ich bin im Moment auch so auf dem Punkt, dass ich sage, ja, die Ermittlungen kriegen wir hin. Ob wir uns selbst wieder hinkriegen? Ich denke, nein. Aber die Ermittlungen? Ja. I hope so. I truly do. If I may suggest, hold on to your colleague, Kitsuragi. I ran a check on him and he is very competent. In the meanwhile... Some of that assurance is meant for herself, as much as it's meant for you. She must have a lot on the line here. You have me. I will assist you in any way I can, even if we have to do it one basic term at a time. Wir könnten sie zu BMA nochmal fragen. Nothing more nor less than the de facto law enforcement body Oh, das of hatten wir alles. post-revolutionary Revachol. Yes, that means not de jure. The RCM's responsibilities Oh, okay. are defined by the... There's nothing yet. The post-rep they called, so permit me to conclude, and if those authorities drink so hard, glad to have been of assistance. The little that I know. Anything else? Danke, das wäre vorerst alles. Okay. Wir haben es abgeschlossen. Warum das nicht abgeschlossen ist, weiß ich nicht. Also besorge dir ein trauriges Lied auf Tonband. We did that. Aber hey, wir haben auf jeden Fall, wo auch immer das jetzt gelistet ist, wir haben auf jeden Fall mit Joyce in Abwesenheit von Kim über das Grau gesprochen. Und sind dafür ein Level aufgestiegen und haben 2 Skillpunkte, die ich gerade noch nicht ausgeben will. Ich finde es interessant, dass wir Schmerzgrenze inzwischen höher haben als Elektrochemie. Eigentlich müssten wir noch einen Punkt in Elektrochemie setzen. Aber ich bin im Moment zu neugierig und will den Fall lösen. Und außerdem Selbstverbesserung ist Masturbation. Selbstzerstörung hingehen. Nein, okay. Weg mit unpassenden Filmzitaten an der Stelle. Selbstzerstörung heben wir uns für später auf. Ich gehe noch mal ein paar Schritte. Wobei, müsste ich gar nicht. Wir können schnell reisen. Aber vielleicht will ich das gar nicht. Wir haben mehr Wahrnehmung. Ich möchte, glaube ich, einfach so darüber gehen.
Außerdem ist das jetzt auch gar nicht so weit und wir verlieren beim Laufen ja tatsächlich keine Zeit. Also keine Ingame-Zeit. Warum ich hier runtergelaufen bin, weiß ich allerdings nicht. Das war absolut sinnbefreit. Okay. Was für eine kaputte Folge. Also diese ganze wir fingern dem Toten ins Hirn Nummer. Halt einfach absolut widerlich. Und jetzt diese ganze Brainfuck-Nummer. Wobei, das andere war halt auch eher eine Brainfuck-Nummer, aber quite literally. Also auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Also auf eine sehr physikalische Art und Weise. Physisch? Physikalisch? Physisch. Auf eine sehr physische Art und Weise. Und das Ganze mit dem Grau ist jetzt eher so eine psychische Brainfuck-Nummer. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Von daher vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.